أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا ولد له ولا مولود له ولا صاحبة له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به وصلاة وسلاما دائمين مترادفين متتاليين متماثلين عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل ملأ وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Und der Friede und der Segen sein auf den letzten aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah nicht leitet, für den findest du keinen Leiter. Und wenn Allah leiten lässt, für den findest du keinen Rechtleiter. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Eins in seinem Wesen, eins in seinen Eigenschaften, eins in seinen Taten, eins in seinen Geboten und Verboten. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja Allah, nimm das Zeugnis von mir an. Nimm das Zeugnis von jedem, der das gerade gesagt hat, an. Gib uns das anzunehmen, ja Allah, solange wir leben. Schütze uns bei der Umsetzung von jedem Missverständnis, ja Allah. Von jedem falschen Lehrer, ja Allah. Von jedem falschen Kreis, ja Allah. Meine sehr geehrten, lieben Geschwister auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Thema heute ist eine Umsetzung oder Erfüllung eines Versprechens von mir, was ich euch letzte Woche gesagt habe. Nämlich über die verhärteten Herzen. Da haben wir heute mit einem Punkt, was keiner davon sozusagen befreit werden könnte jeden einfallen. Jeder könnte dadurch schon getroffen werden, bewusst oder unbewusst. Worum geht es? Es geht um eine Art Krankheit. Und dieses Leben, genauso wie eine gesunde Lebensart gibt, gibt es auch eine krankhafte Lebensart. Ich wünsche mir, dass ihr das so verfolgt mit mir gemeinsam. Irgendein Mensch könnte krank werden. Er kann sich nicht garantieren, dass er immer gesund bleibt. Diese Gesundheit, die ich meine, geht in zwei Richtungen. Eine körperliche Gesundheit, aber auch herzliche Gesundheit. Hat einen gesunden Körper, aber auch ein gesundes Herz. Pass mal auf. Er könnte aber auch krank sein. Körperliche Krankheit oder Herzenskrankheit. Was sehr interessant ist, zum Nachdenken bringt, dass der Mensch auf dem ersten Blick, solange er mitbekommt, dass ihm ein physisches Organ erkrankt ist oder Schmerz, ist so aktiv und so schnell und so lässt jedes Mittel schon nicht los, bevor er nach der Lösung und nach der Behandlung trifft. Er geht von einem Arzt zu dem anderen. Sein Auge tut weh, er geht zu dem allgemeinen Arzt und von dem zu dem Augenarzt und von dem zu einem Spezialist, dann von dem zu der Klinik, Augenklinik. Er begnügt sich nicht mit dem ersten oder zweiten oder dritten. Er geht noch weiter. Er ist bereit, sogar außerhalb von Deutschland, wenn er hier lebt, schon außen schon zu fliegen oder zu reisen, damit er sein Organ behandeln lässt. Und danach kannst du vieles messen. Also Knochenkrankheit, Orthopädie oder Nerven oder Bauch oder Ohren oder Schmerzen, Zahnschmerzen oder das und jenes und so weiter und so fort. Und er gibt dir das alle. Er gibt das alle.
Es ist so zu bewundern, dass die Menschen sich sehr darauf konzentriert sind, ihre körperliche Krankheiten schnell wie möglich zu behandeln und dann so wenig Zeit und so wenig Engagement investieren sie, wenn das Herz krank ist. Obwohl es, wenn man physisch, also körperlich krank ist, alles, was er verpasst, ist nur ein paar Sachen am Leben. Vielleicht durch sein gebrochenen Bein kann nicht so schnell laufen wie wir. Oder seine Hand, wenn es schwer ist, kann nicht so alles so packen wie wir. Oder Auge oder Ohren oder was auch immer. Und wenn er darauf, wir wünschen uns alle, wenn jemand körperlich krank ist, dass er geheilt wird. Und wenn es nicht, dann wird er hoffen, dass er für dieses Leid Belohnung bekommt, wenn er das erduldet. Wenn er das erduldet. Das heißt, alles, was man dadurch verpasst, ist etwas dunyamäßig. Und dunyamäßig ist alles verwerflich, alles vergänglich und nicht auf Dauer und ewig. Beweis dafür, gestern bist du gesund, heute bist du krank. Und dann morgen bist du wieder gesund. Das heißt, du hast keine Garantie, dass du immer gesund am Körper bleibst, aber auch keine Garantie, dass du immer krank am Körper bleibst. Und dann engagierst du dich, um die Behandlung zu erreichen. Und wenn nicht, wenn du das akzeptierst, wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Denn wer entscheidet über alles, inklusive über gesund oder kranke werden? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, alles, was man verpasst, ist etwas dunyamäßig. Was aber die Krankheiten des Herzens betrifft, sehr komisch, dass man durch Herzenskrankheiten vieles am Leben erreicht. Habgier ist Herzenskrankheit, dadurch erreicht man vieles am Leben. Egoismus, nur sich ansehen. Es ist eine Herzenskrankheit, aber dadurch steht man die ganze Zeit, arbeitet man die ganze Zeit auf seinen eigenen Vorteil im Vergleich mit allen anderen Mitläufern. Und koste was wolle. Und die ist egal, ob es berechtigt oder unberechtigt ist. La ilaha illallah. Das heißt, wenn es um Herzenskrankheiten geht, findest du, dass derjenige dadurch die Dunya erreicht und am jüngsten Tag ist Leid. Man verpasst die Vorteile an dem jüngsten Tag. Wohlbemerkt, seit der Geburt bist du auf dem Weg zu dem Tod. Wohlbemerkt, vom Anfang an des Lebens, durch einen Tag gesund, einen Tag krank, das ist keine Garantie am Leben. Die einzige Sache, die wir uns alle garantieren, ist der Tod. Ich bin mir sicher, eines Tages werde ich sterben. Davon bin ich mir sicher. Alles andere davor bin ich mir nicht sicher. Noch nicht mal, ob das Gebet akzeptiert wird, bin ich mir nicht sicher. Ob mein Fasten oder meine Zakat oder meine Hajj oder das, bin ich mir nicht sicher. Das heißt, egal ob es was Gutes oder was Böses am Leben, alles was ich unternehme oder erlebe oder vorhabe, habe ich keine Garantie drauf. Und trotzdem findest du die Menschen kurzsichtig, hängen sich so fest daran, obwohl es vergänglich ist. Der Koran hat uns das so unterrichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch unterrichtet. Und die Sahaba haben das verstanden. Deswegen haben sie die höchste Maße von dem Wort Liebe im Namen Allah subhanahu wa ta'ala erfüllt. Die Sahaba waren bereit, alles zu opfern im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, im Namen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, für den Islam, für La ilaha illallah. Ganz das Gegenteil von dem Zustand der meisten Muslime unserer Zeit. Die Herzenskrankheiten, dadurch erreicht man die Dunya, und das ist verlockend, und verpasst man die Vorteile an Akhira, und das ist der wahre Verlust, wenn wir das einsehen würden. Die guten Taten, garantierte Allah uns die Belohnung dafür, wenn wir die Voraussetzungen dafür eingehalten haben. Und wenn es nicht, wenn wir das Mittel nicht dazu haben, dann bekommen wir auch die Belohnung nach der guten Absicht. Nochmal,
nach der guten Absicht. Achtung, ich komme näher zu dem Herzen. Die Absicht liegt in dem Herzen. Der Iman liegt in dem Herzen. Der Taqwa liegt in dem Herzen. Das Vertrauen liegt in dem Herzen. Die Loyalität zu Allah liegt in dem Herzen in erster Linie. Also wir reden über das Herz. Mu'min ist Herz. Gläubig ist Herz. Sich vertrauend auf Allah ist Herz. Sich fest gläubig an Allah ist Herz in erster Linie und vor allem, meine lieben Geschwister. Und wenn du nicht in der Lage bist, weil dein Mittel fehlt, du würdest gerne viel Zakah und viel Sadaqa bezahlen, aber du bist arm, mit entschlossener guter Absicht, Allah gibt dir die Belohnung dafür. Komm mal bitte zu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach seiner Rückkehr von der Tabu-Feldzug sagt zu den Sahaba, die mit ihm unterwegs waren, 50 Tage in der Wüste, hin und zurück insgesamt, sagt zu denen, es gibt welche in Medina, die mit euch die gleiche Belohnung teilen. Er hat keinen Schritt unternommen, keinen Weg eingegangen, ohne dass sie das mit euch begangen haben. Er hatte keinen Tal hinter euch gehabt, ohne dass sie genau so mit euch gewesen waren. Die Sahaba wundern sich. Und trotzdem, sie sind in Medina geblieben. Sie haben einen ernsthaften Entschuldigungsgrund. Sie haben das Mittel nicht mit euch. Das heißt, mit guter Absicht bekommen sie die beste Belohnung, meine lieben Geschwister. Und dann siehst du, dass einer, dessen Herzen so krank ist, findest du viele Maßstäbe dafür und viele Hinweise drauf. Nämlich, komm zum Gebet. Später. Also ich muss mal den besuchen oder mein Studium zu Ende machen oder diesen Unterricht oder das nur erledigen. Nur eine Seite noch und dann komme ich. Nur eine halbe Stunde, dann komme ich. Das heißt, er verspätet sich zum Gebet. Gottesdienst ist ihm schwer. Er ist so schnell langweilig, wenn es um Koran geht. Rezitieren oder hören oder sich mit dem Koran beschäftigen. Er ist der entfernendste von einem Islamunterricht. Er ist durch eine allgemeine Aktion für die Umma im Namen Allah subhanahu wa ta'ala faul. Und statt dass er das Gute unterstützt, er kämpft gegen das Gute und unterstützt das Böse, manchmal unbewusst. Und dann findest du dadurch, dass er diese Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala geht ihm verloren. Diesen süßen Geschmack von der Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala findet er nicht mehr. Empfindet er nicht mehr. Er fühlt das nicht mehr. La ilaha illallah. Da sind einfach Hinweise drauf, ob dein Herz krank ist oder nicht. Und dieses Herz ist verhärtet durch diese langweilige Entfernung von Allah. Diese Faulheit oder sich schwer tun, wenn es um Gottesdienst geht. Diese Fernhalten von der Umma und von der sich nicht um die Angelegenheit der Umma kümmern. Da findest du, dass das Ego so heilig, so hoch ist. Und findest du, dass es so unachtsam ist. Da reden wir über den Monat Scha'ban. Sheikh Mahmoud hat keinen besseren Themen gefunden, dass er darüber spricht als Monat Scha'ban. Der ein Monat wie diejenigen davor, wie diejenigen danach. Also es gibt noch etwas Wichtigeres. Aber er vergisst oder er ist sehr unachtsam über den Sinn von dem Monat Scha'ban, wo die Liebe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dort liegt, wo der Haya, Scham von Allah subhanahu wa ta'ala liegt, wo die Belohnung verdoppelt wird, liegt, wo die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala dort als eine Verbreitung und Freude auf dem Monat Ramadan liegt, meine lieben Geschwister, wo die Sahaba und Sahabiyat sich im Monat Scha'ban auf dem Monat Ramadan schon vorbereitet haben, liegt. Und diese Sahaba sind Muslime wie du und ich. Also, es lohnt sich und es ist wichtig, dass man uns darauf aufmerksam macht, was auf uns kommen wird, von Freude oder von Leid. Dafür ist dieser. Aber
man erzählt und man bearbeitet und man gibt rechts und links von Geschichten, von Ayat, von Hadith, von ermahnenden Worten und trotzdem, er schläft ein während der Khutbah. Er guckt rechts und links während der Khutbah. Er knabbert an seinen Fingerspitzen während der Khutbah. Sein Auge ist auf die Tür, wer kommt rein und wer kommt raus während der Khutbah. Er guckte die Uhr an, wann kommt er endlich zu Ende während der Khutbah. Das sind alle Zeichen auf die Abwesenheit des Herzens, ich meine auf die Härte des Herzens. Wenn wir das nicht ernsthaft nehmen und uns davon Abstand nehmen und auf die Behandlung der Herzen arbeiten, der Verlust ist heftig, unrückgängig, denn der Verlust liegt an dem jüngsten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen weich machen, voll machen mit dem Iman an ihn. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا الله فيا فوز المستغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine sehr geehrten lieben Geschwister, ihr seid geehrt in meinen Augen, weil ihr so gewisse Hitze aushält, weil ihr so in diesem Maßen von Zusammensitzen aushält, weil ihr gegen das Studium und die Arbeit und Ego gekämpft und gesiegt habt schon und hierher gekommen seid, schon das reicht ab, deswegen seid in meinen Augen geehrt. Möge Allah euch diese Kraft weitergeben, dass ihr immer bei jeder guten Angelegenheit, wodurch wir die Nähe zu Allah ernten, helfen und leicht machen. Amin, ya Rabbal Alamin. Meine Lieben, ein paar Ayat in dem Koran, die uns zeigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala so die Herzen der Herzen verurteilt. Guck mal, in Surat al-Baqarah spricht Allah in einem Zusammenhang ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Nach dem Ermahnen, was ihr erlebt habt, nach der Entsendung der Bücher Allahs und der Gesandten Allahs und die Situationen, die ihr erlebt habt, live von Allah subhanahu wa ta'ala, mal Verlust, mal Gewinn, mal gesund, mal krank, mal im Vorteil, mal im Nachteil. Ne? Und nach allem verhärteten sich eure Herzen. Und diese Herzen vergleicht Allah mit den Steinen. Stein ist hart. Stein. Werf mal den Stein an jemandem anderen, er tut den anderen weh, aber der Stein selbst nicht. Werfe den Stein, er kann nicht sprechen, bitte werfe mich nicht, sollte er sprechen, wird ich zersprochen. Er kann sich nicht verteidigen, das heißt, dass dieses Mitgefühl nicht hat, aber er verletzt andere. Und genauso die verhärteten oder abgehärteten Herzen, schon, sie sind nicht mehr gefühlvoll, sie sind unwissend. Ne? Und sie verletzen rechts und links mit ihren Blicken, mit ihren Augen, mit ihren Händen, mit ihren Füßen, mit ihrem Verhalten und sie merken das nicht. Warum merken sie das nicht? Ist ein Teil der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Achtung, ist ein sehr gefährlicher Punkt. Die Verhärtung der Herzen ist ein Teil der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala auf den oder gegenüber dem verhärteten Herz, der von Allahs Weg abgeirrt ist, von Allahs Weg schon schwach ist und faul ist und von Allahs Weg Unterstützung schon abwesend ist, der von Ego befüllt ist. Hauptsache ich und dann ich. Ist mir egal, was die anderen machen. Ja? Diese harte Art ist mir bewusst, dass wir in Deutschland leben. Das ist eine deutsche Eigenschaft, Charaktereigenschaft. Dass man Hauptsache, man entlädt sich. Du bist böse, du bist falsch, du bist das, du bist das. Man nimmt keine Rücksicht dabei,
in welchem Zusammenhang man sagt, mit wem man das spricht, ob es zu Mama oder zu Papa oder zu dem Lehrer oder zu dem Scheich oder zu dem Imam. Man nimmt keine Rücksicht darauf. Warum? Weil er nicht auf diese weiche Herzensangelegenheit groß gewachsen ist. Was mich am meisten so traurig macht, dass derjenige von außen verkauft sich uns als Muslim mit einer Kappe über den Kopf oder mit einem Bart am Gesicht oder sie mit einem Kopftuch oder Abaya, aber in dem Umgang, in der Wortwahl, in diesem Verhalten so verhärtet. Und übrigens, dein Äußer übersetzt uns dein Inneren. Sprich, damit ich dich kenne. Wenn du anfängst zu sprechen, ich weiß, welches Herz du hast. Zeig mir bitte, auf welchem Weg du dich befindest. Durch deinen Weg weiß ich, was für ein Herz du hast. Fang an zu essen, zu trinken. Und ich gucke dich an dabei. Und durch dein Verhalten beim Essen und Trinken weiß ich, ob du gefühlvolles Herz hast oder denkst nur an deinen Bauch. Also, viele Wege, die uns zeigen, mit welchem Menschen ich zu tun habe oder was für ein Herz ich habe. Achtet auf euch bitte von Allah subhanahu wa ta'ala. Meine Lieben, wenn Allah das sagt, daher al-Hijara, sie ist zum Gleichen wie die Steine. Ne? Und dann spricht Allah, lobte Allah die Hijara, lobte Allah die Steine nochmal. Ne? Man sagt, einer der Gelehrten der Tafsir sagt, die Hijara, die Steine, haben sich bei Allah bewertet. Dann hat Allah die Hijara schon 3 Ausnahmen gegeben. Ne? Genauso wie diejenigen, die Ohren haben, aber sie hören nicht. Die Augen haben, aber sie sehen nicht ein. Die Herzen haben, aber sie fühlen nicht. Und dann sagt Allah, daher kann An'am, die sind nur wie das Vieh. Und einer unserer Tafsir-Gelehrten sagt, die Al-An'am, die das Vieh oder die Vieh, haben sich bewertet, ja Allah. Wir glauben an dich, wir lobpreisen dich. Es gibt nichts von den Schöpfungen Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass er morgen und Abend und über den Tag, subhanak Allahumma wa bihamdik. Sogar der Donner und der Blitz, guck mal, wie es von außen so heftig ist, aber in der Mitte so ein Zeichen gibt, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu kriegt das mit und dann weint. Man fragt ihn, warum weinst du, ja Umar? Sagt, wenn der Donner in dem Zustand von Subhanak Allahumma bihamdik so heftig ist, wie sieht es aus, wenn es schon angenehm ist? La ilaha illallah. Iman und Herzen, meine Lieben. Iman und Herzen und unsere Herzen müssen wir berücksichtigen. Denn der Weg ist so schwer, wenn wir nicht auf unsere Herzen achten. Wenn sie uns aus der Hand rutschen. Es ist so schwer, das wieder zu behandeln, meine Lieben. Der Weg ist so schwer, wieder in die Moschee zu finden. Der Weg zu der Umma ist so wieder. Ramadan ist an die Tür. Fasten am Tag. Mit welchem Herzen wirst du diesen langen Tag, diesen hitzigen Tag aushalten? Materiell mäßig, nach dem Körper, Hunger und Durst, ist sehr schwer. So schwer. Und was hilft dir dabei? Deine Herzensangelegenheit, deine entschlossene Herzensangelegenheit von Allah. Gibt dir die Kraft und Ausdauer, dass du ohne Essen, ohne Trinken und deine Gelüste bekämpfst den ganzen Tag. Ohne das Herz schaffst du das nicht. Ohne das Herz erreichst du den Iman nicht. Ohne das Herz kannst du Taqwa, Gottes Furcht von Allah nicht. Ohne das Herz kannst du nicht die Liebe zu Allah erfüllen. Deswegen, meine Lieben, versteht bitte meine Worte heute als eine Demo gegen Materialismus, der uns von Kopf bis Füßen übernommen hat. Wir sind nicht nur, wir dürfen kein tierisches Leben führen. Essen, trinken, ausschlafen, ausruhen, sich vermehren, Kinder machen und das war's. Das ist Tier. Bis dahin gibt es keinen Unterschied zwischen uns und den Tieren in diesem Punkt. Aber die Tatsache ist, dass wir Materie, Erdliches, das, was ich gerade gesagt habe, aber nicht nur. Wir haben darüber hinaus noch 2 Teile, Geist und Seele. Geist und Seele. Du hast Entscheidungsfähigkeit. Entscheide dich dafür, womit dein Herz ruhig ist.
Ne? Die Sahaba kommen zu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam und fragen ihn, was machen wir denn, wenn die Menschen uns eine Fatwa geben? Da habe ich eine Frage im Islam und der sagte mir eine Fatwa und der andere sagt mir eine andere Fatwa, Rechtsgutachten oder Rechtsrat. Und dann, wie war die Reaktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sagt, istafti qalbak. Frag dein Herz um die Fatwa. Trotz der Fatwa der Menschen, trotz der Fatwa der Menschen. Zweimal wiederholt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann fragte ich dich, ja Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, was für ein Herz meinst du? Selbstverständlich gesundes Herz, gefühlvolles Herz, wachs Herz, bewusstes Herz, der sich für alles entscheidet, was ihn von Allah näher hat und sich von allem Abstand nimmt, was ihn von Allah entfernt. Das ist so ein Herz, spricht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahinter. Meine Lieben, eine Ayah von Surat Al-Hadid, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hadid ist Surah Nummer 57. Und so eure Info ist eine Surah in Medina, eine madinensische Surah. Alle Suren im Koran, die mit Tasbih oder Hamd anfangen, ist madinensische Surah. Madinensisch, das heißt nach 13 Jahren in Mekka und dann kommt in die Medina. In der Medina ist die Scharia mit Fasten, mit Zakah, mit Hajj, mit allem, was im Islam, Erbrecht und so weiter, mit allem ist in Medina. Und dann hören wir bitte dir diese Ayah-Nummer, Surat Al-Hadid, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alam ya'ni lilladina amanu. Ist die Zeit noch nicht gekommen zu denjenigen, die geglaubt haben, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, dass ihre Herzen sich demütig fühlen vor dem Gedenken Allah, wa ma nazala min al-haq, und vor dem, was von der Wahrheit abgesandt wird. Wala yakunu, guck mal, ihr warnt uns davor, wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl, und sie dürfen niemals eine Lebensart führen, wie die Lebensart von denjenigen, die das Buch vor ihnen bekommen haben. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلِ, denen die Zeit ist lange vorgekommen. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, daraufhin verhärteten sich ihre Herzen. Wohl bemerkt, diese Ayah in madinensische Surah spricht den Gläubigen und Allah fragt, ist die Zeit noch nicht gekommen, dass ihre Herzen sich weich fühlen vor dem Gedenken Allahs. Ich frage dich, ja Allah, waren sie nicht gläubig, als sie ihre Heimat geopfert haben, ihr Handel geopfert haben, ihr Leben geopfert haben, ihre Mittellosigkeit sich dafür entschieden haben? Waren sie nicht gläubig? Doch. Und was will Allah damit? Sie dürfen diesen Weg nicht verpassen. Sie müssen diesen Weg weiter einhalten. Und der Weg dazu, dein Herz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gesunde Herzen, die voll mit hineinschenken. Amin. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله